Hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch ganz gerne unsere N-Cube Gipsnester liegen vorstellen. Ja, auch bei diesen Nestern ist es so, dass wir die Form der ganzen Kammern der natürlichen Vorbilder nachempfunden haben. Ja, und die Nester haben wir halt in den Größen 10x10, 20x20 und 30x30. Gips hat die Eigenschaft, Wasser aufzunehmen, sodass eine gewisse Menge an Feuchtigkeit gespeichert wird. Trotzdem sollte das Gipsnest nicht unter starker Feuchtebelastung verwendet werden, da sonst das Risiko von Schimmelbildung entsteht. Gips an sich ist ein rein mineralischer Stoff, der Mikroorganismen aller Art und damit speziell auch Schimmelpilzen keine Nahrungsgrundlage bietet. Gips selber kann daher nicht schimmeln. Trotzdem ist auch auf Gipsoberflächen die Ansiedlung und Ausbreitung von Schimmel in dauerhaft feuchten und durch Verunreinigung belasteten Nestbereichen möglich. Als Lebens- und Nahrungsgrundlage dienen den Pilzen in den meisten Fällen organische Abfallstoffe wie Futterreste oder Exkremente. Daher sollten in den Nestern möglichst Arten aus etwas trockenen Regionen gehalten werden, zum Beispiel Arten aus mediterranen oder Wüstenregionen, die im Boden zwischen Sand und Stein ihre Nester bauen. Aber auch viele Arten aus mitteleuropäischen Regionen, welche gerne in sandigen und steinigen Bodengrund graben, wie zum Beispiel Lasus niger, können in Gipsnestern leben. Wenn ihr euch mal die Nester von in Erdnest oder zwischen Stein grabenden Arten anschaut, werdet ihr feststellen, dass die Nester entweder vertikal zwischen Stein- und Betonspalten angelegt sind, so wie wir es auch hier bei den Gipsnestern stehend entworfen haben, oder teilweise auch horizontal, so wie wir es von Gehwegplatten aus dem Garten kennen. Wenn man eine solche Steinplatte einmal hochhebt, sieht man die vielen Kammern und Gänge, die von den Kolonien gegraben wurden. Auf dieser Basis haben wir auch unsere Gipsnester liegend entworfen. Zusätzlich gibt es noch folgende Unterschiede zu den Gipsnestern stehend. In der Mitte des Nestes befindet sich auf der Glasabdeckung eine 27 mm Öffnung mit einem passenden Gittereinsatz. Über diese Öffnung erhält der Ameisenhalter Zugang zum Nest, um diese zum Beispiel zu befeuchten. Theoretisch hat man über diesen Zugang auch die Möglichkeit, einen Futternapf zu platzieren. Bei den 20er und 30er Nest kann man sogar den Areneaufsatz von den Acrylnestern verwenden, um eine Tränkedrinne zu platzieren. Das Gipsnest verfügt über zwei Zugänge, über die das Nest mit anderen Formikarien, zum Beispiel Nester oder andere Arenen, angeschlossen werden kann. Diese werden von uns mit den mitgelieferten Gitterkappen verschlossen. Durch diese Gitterkappen sowie den Gittereinsatz in der Abdeckung wird die Anlage gut durchlüftet. Zudem ist das Gipsnest liegend nicht von einer Farm umschlossen, so wie es bei der Farm stehend der Fall ist. Dadurch ist dieses Gipsnest besser vor Schimmelbildung oder Staunässe geschützt. Um zum Beispiel einen Holztisch vor der Feuchtigkeit des Gipsnestes zu schützen, liefern wir zusätzlich zu dem Nest noch eine passende Formikarienunterlage mit. Der Nachteil an diesen Nestern wäre, dass bestimmte Arten mit kräftigen Mandibeln, das sind also die Mundwerkzeuge der Tiere, auch etwas an diesen Gips knabbern können. Dieses dauert zwar sehr lange, aber diese Arten sollten dann doch lieber in diesen Gipsnestern stehend, welche sich ja dann in so einer Ameisenfarm oder so einem Arenaeinsatz befinden, untergebracht werden. Auch sollten in diesen vorgefertigten Gipsnestern nicht zu kleine Ameisenarten wie Arten der Gattung Temnotorix oder Paidole gehalten werden. Fertigungsbedingt kann es zu leichten Spalten zwischen Glasplatte und dem Gipskörper kommen, wenn der Gips einseitig befeuchtet wird. Für diese sehr kleinen Ameisenarten empfehlen wir dann doch lieber, die Gipsnester stehend mit der passenden Ameisenfarm zu verwenden. Wie kann man in diesem Nest die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen? Wir haben jetzt keine spezielle Vorrichtung dafür, aber theoretisch kann man einfach ein von uns verwendetes Thermohygrometer in die 27 mm Öffnung einstecken, sofern dieses nicht für die Fütterung oder Belüftung benötigt wird. So eine andere Option wäre, das Thermohygrometer einfach in das Gipsnest zu legen. Nur das ganz kleine Gipsnest, ja, da wird es ein bisschen schwierig, aber hier könnte man halt auch eines von unseren ganz kleinen Thermometern in das Nest platzieren. Auf keinen Fall sollte das Gipsnest direkt auf einer Heizmatte platziert werden, denn so könnte sich ein Wärmestau bilden. Darüber hinaus würde man bei einem leicht feuchten Nest eine viel höhere Luftfeuchtigkeit messen. Dabei könnte der Gipsboden so austrocknen, dass sich der Gips die Feuchtigkeit aus der Brut, also zum Beispiel aus der Brut zieht und das Kondenswasser schließlich an der Innenscheibe der Abdeckung beschlägt. Ameisen sind sehr reinliche Tiere, die ihre Abfälle auch selber aus dem Nest tragen. Wenn das Nest aber anfänglich von einer sehr kleinen Kolonie besiedelt werden soll, empfehlen wir, einen Teil dieser Gänge und Kammern des Nestes mit Bodensubstrat zu verschließen, damit es halt nicht vorkommt, dass nicht verwendete Kammern und Gänge von den Tieren als Abfallplatz verwendet werden.
Ja, also vor dem Einsetzen der Kolonie empfehlen wir auf jeden Fall hier die Unterseite der mittigen Öffnung bei der Abdeckung mit einem Ausbruchschutz zu versehen. Ja, also das kann zum Beispiel so ein Ausbruchschutzöl sein. Dadurch wird der spätere Zugang durch die Öffnung vereinfacht. Da sich ja dieses Nest normalerweise unter der Erde befindet, empfehlen wir euch hier auch dieses Nest abzudecken. Ihr könnt da zum Beispiel auch eine weitere Formikarienunterlage verwenden oder ihr verwendet einfach unsere roten Abdeckplatten. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und auch die neuen Produkte hier. Vielleicht waren ja noch passende, hilfreiche Informationen für euch enthalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.